Hallo und herzlich willkommen auf dem PegTube-Kanal. Heute besuche ich den Pete Penicka in seinem Studio. Der Pete Penicka ist ein echter Vollblut-Beat-Programmer und MPC-User und überrascht immer mit neuartigen und innovativen Beats. Wir als Importeure finden es immer super spannend, wie das Equipment, das wir importieren, letztlich auch gebraucht wird. Und wenn das für dich genauso interessant ist, dann drück doch unten dran den Abonnieren-Knopf, gib uns ein Like. Ich würde sagen, wir fangen an. Wenn ich da an meinen Beats arbeite, bin ich ganz klar ein Beatmaker. Zwischendrin singe ich mal noch und ich spiele Keyboard einfach so weit, wie es für mich halt braucht. Also ich bin kein Keyboarder in dem Sinn. Ich hätte jetzt gesagt Beatmaker, ja, das trifft's. Ich komme vom Hip-Hop und es ist immer noch Hip-Hop. Aber klar hat es natürlich Einflüsse, sicher aus dem Samba zum Teil, oder einfach halt alles, wo einem halt irgendwo flasht, wo man fühlt, das beeinflusst einem, das fließt ein, die Beats, ganz klar. Aber es ist Hip-Hop. Ursprünglich war das einfach der Hintergrund, den der MC, der Rapper, gebraucht hat, um darüber zu rappen. Und der ist zusammengecuttet worden von zwei gleichen Platten. Und dann irgendwann mal hat man das Geld für einen Sampler. Und dann hat man halt die Loops, die ja vorher der Turntablist gemacht hat, die hat man halt gesampelt. Und so, ja, das ist dann der Hintergrund, ist dann so entstanden, der musikalische Hintergrund für den MC. Das ist eigentlich der Beat. Das hast du sicher auch schon gehört von J Dilla. Ich meine, er hat die Rhythmik eigentlich neu definiert. Und ich meine, das ist natürlich etwas, wo er ins Rollen gebracht hat. Oder ein Hightech. Das sind die Beatmakers, die extrem den Swing plötzlich hatten. Und dort bin ich das erste Mal hellhörig geworden. Das war irgendwo, ich sage jetzt mal, ja, Mitte 90er Jahre, vielleicht Anfangs Mitte 90er Jahre, die erste Sache vom JD, vom Dilla. Und das hat natürlich dann weltweit, hat er natürlich jetzt Anhänger, oder? Und er wird also als Semi-God, hast du vielleicht das auch schon mitbekommen, wird er angeschaut. Aber ich denke, das Ganze ist jetzt auch, hat sich weiterentwickelt. Er ist ja leider gestorben. Und das geht immer weiter und weltweit, die Beatmakers suchen halt wirklich immer nach Neuem und das ist das, was spannend ist. Es ist sowohl als auch. Also, manchmal da sample ich etwas und das wird dann halt aufgejobbt, verschnibbelt und dann tust du es ja wie neu arrangieren eigentlich. Also du gehst von etwas aus, du hast Source Material, irgendeine Platte, samplest das, cuttest es auf und dann tust du die Bausteine, du tust das Ganze einfach neu arrangieren und dann hast du etwas Neues gemacht, dann ist das in dem Sinne ja eigentlich auch eine neue Komposition. Oder was ich auch mache, ist natürlich mit meinen Synthes irgendetwas spielen, eine eigene Melodie. Also es passiert beides. Und ich behaupte, es ist beides einfach eine Komposition. Die Grooves, die entstehen natürlich beim Jammen. Also es kann sein, dass ich einen instrumentalen Loop habe. Ich habe irgendetwas verschnibbelt oder verjobbt und neu arrangiert, das ich zuerst auf Vinyl gesampelt habe. Und dann fange ich natürlich an, mit meinen Lieblingsdrums dazu zu grooven. Und dann irgendwann drücke ich im Groove rein halt den Record-Button. Und das kommt immer am besten, ganz klar. Es kann sein, dass ich von den Drums ausgehe, dass ich zuerst Drums programmiere. Ich fange vielleicht mit dem Hi-Hat an, dass ich schon mal den Swing habe.
Vielleicht fange ich auch mit einem Synthi an, mit dem Rhodes. Also das ist wirklich total unterschiedlich. Es kommt wirklich aufs Feeling drauf an, wo du möchtest. Wie möchtest du dich gerade ausdrücken, oder? Ich erkläre das heute auch zum ersten Mal. Der Beat programmiere ich oder lasse ich entstehen eigentlich immer auf der MPC. Und ich sage jetzt mal, Swing ist für mich das Wichtigste. Und Swing, was heisst das? Schwingen, oder? Ich meine, du kannst nimm ein Tambourin und du kannst auf verschiedene Arten einen Swing machen. Und das halt, den Swing auszureizen und das, wie weit kann ich es treiben, wie weit laid back kann ich es klingen oder rollen oder eben swingen, bis es dann halt einfach wirklich aus der Latsche kippt, sozusagen. Oder, ja, das ist das, was mich reizt, das ist das, was ich spannend finde. Ja, also es ist relativ simpel. Ich habe mit dem MPC alle Möglichkeiten. Es ist einfach so. Vor allem jetzt mit den neuesten MPCs natürlich, wo super Plugins an Bord haben. Also nicht nur super Synthes, die super klingen. Der ARP Odyssey, die Anbildung ist top. Nein, aber auch Kompressoren, EQs, die ganze Palette. Also ich hole alles, ich mache alles da drauf. Und klar, zum Teil für ein bisschen Flavor, je nachdem kommt so ein SP-Effekt dazu, aber ich könnte wirklich gut auch ohne die sein und wirklich alles. Ich mache alles da drin. Ich habe schon reingesungen, ich habe schon Chörli reingesungen, Chörli aufgenommen. Ich mische auch ab in der MPC und master es nachher direkt. Also es ist wirklich, ja. Ja, nein, also ich sample ja meine Drums, lade ich auch zuerst durch den S1000er durch und dann dort rein choppe ich es auf und dann gehe ich zum Teil durch den MPC 60 und von dort, also für die Drums, ja. Und die nehme ich dann da rein. Ja, dann bedanke ich mich für die Zeit, die du dir genommen hast, für das Interview. Danke dir. Ja, und ich bin auf deine neuen Releases dann sehr gespannt. Merci. Okay. Merci.